Hallo und herzlich willkommen auf Rabias Kitchen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese leckeren Hefeteilchen, Hefekringel machen könnt. Die sind unfassbar lecker, fluffig innen drin, knusprig durch den Zucker oben drauf. Probiert es unbedingt aus und gerne auch einen Kommentar, falls ihr sie ausprobiert habt, wie euch die schmecken. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Die genauen Mengenangaben wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Ihr benötigt 500 Gramm Mehl, ein Ei, 50 Gramm Butter, ein Päckchen Trockenhefe, ein Esslöffel Zucker, einen halben Teelöffel Salz und 280 Milliliter warme Milch. Als erstes kommt das Mehl in eine Rührschüssel. Darauf gebe ich dann die Trockenhefe und den Zucker. Darüber gieße ich dann die 280 Milliliter Milch hinzu, natürlich warme Milch. Und das Ganze lassen wir ca. 5 bis 10 Minuten stehen, damit die Hefe anfängt zu arbeiten. Wenn die Hefe anfängt zu arbeiten, seht ihr daran, dass kleine Luftbläschen auf der Oberfläche sind und dann können wir schon anfangen, den Teig zu kneten. Dann füge ich natürlich die restlichen Zutaten hinzu, wie das Ei, die Prise Salz und zum Schluss die weiche Butter. Der Teig wird ca. 10 Minuten lang geknetet, bis ein schöner, weicher, geschmeidiger Teig entstanden ist. Nach ca. 10 Minuten nehme ich ein wenig Mehl, bestäube damit ein wenig den Teig, damit er mir nicht zu sehr an den Fingern klebt und forme mir eine schöne Kugel. Der Teig darf nicht mehr zu sehr an den Fingern kleben. Wie ihr seht, ist das ein sehr schöner glatter Teig. Den lasse ich jetzt zugedeckt 1 Stunde lang aufgehen. Nach 1 Stunde ist mein Teig gut aufgegangen. Den lege ich mir jetzt auf die Arbeitsfläche. Ihr benötigt kein weiteres Mehl. Den Teig zerteile ich mir jetzt in 16 gleichmäßige Kugeln. Ihr könnt das per Augenmaß machen oder ihr benutzt eine Waage. Jede Kugel wiegt bei mir ca. 60 Gramm. Die einzelnen Kugeln schleife ich mir auf der Arbeitsfläche jetzt nochmal schön. Jetzt wird jede einzelne Kugel zu einem langen Strang ausgerollt, ca. 50 bis 60 cm. Vorsicht, nicht zu viel Druck ausüben, sonst reißt euch der lange Strang.
Ich mache immer so 2 bis 3 lange Stränge zuerst, bevor ich mir ein Hefekringel zurechtdrehe. So hat der Teigstrang nochmal Zeit, sich zu entspannen. Jetzt wird einmal der Strang zu einem Kreis gedreht. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Und der überstehende Strang, den wickle ich einmal halb um die erste Hälfte des Kreises. Und die andere Seite wickle ich dann auch ebenso um den Kreis herum. Ich hoffe, das kann man gut erkennen, aber ich zeige euch das jetzt gleich nochmal. Achtet bitte darauf, dass ihr das Ganze nicht zu fest wickelt. Den überstehenden Teig an den Teig wieder dran kneten. In einer Pfanne Sonnenblumenöl heiß werden lassen. Optimale Temperatur für die Hefekringel sind ca. 160 Grad. So lange in Fett ausbacken, bis sie eine schöne goldgelbe Farbe angenommen haben. Wie ihr seht, habe ich einige Kringel nicht zu fest an den Teig angeknetet, dann gehen die Hefekringel auch natürlich an den Seiten auf. Nach dem Ausbacken kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Und solange sie warm sind, dann in Zucker wälzen. Mit nur ein paar Zutaten könnt ihr diese super leckeren Kringel herbeizaubern. Die sind wirklich super lecker, fluffig. Die müsst ihr einfach probieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben.
Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea. Bye bye.